Okay. Guten Tag. Ich bin Angelika Sanchez und heute bin ich für den Schilddrüse-Überfunktion-Vortrag verantwortlich. Während des Vortrags werde ich sprechen über Definition von Hyperthyreose, typische Symptome, Ursachen der Krankheit, häufige Risikofaktoren, Diagnosemethoden und am Ende Hautbehandlungen. Der medizinische Fachausdruck für die Schilddrüsenüberfunktion lautet Hyperthyreose. Hyper bedeutet oberhalb oder Überfunktion. Thyreo heißt Schilddrüse und Endung ose in diesen Fällen bedeutet krankhafter Zustand. Bei einer Überfunktion produziert die Schilddrüse so viel von Schilddrüsenhormonen. Die heißt Thyroxin und Triiodothyronin. Der Patient zeigt verschiedene Symptome. Diese kommen plötzlich auf. Einige der wichtigsten sind Herzrhythmusstörungen, hoher Blutdruck, Nervosität, innere Unruhe, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, gesteigerter Appetit, Durchfall, vermehrt Schwitzen, Zyklusstörungen bei den Frauen, weiches oder dünnes Haar, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung und Kraftlosigkeit und Exophthalmus. Exophthalmus ist ein Fachwort für Hervortreten der Augäpfel. Wenn es zu einem Überschuss an Schilddrüsenhormonen kommt, läuft der Gesamtkörper ständig auf Hochtouren. T3 und T4 oder die Schilddrüsenhormone regulieren den Stoffwechsel. Wenn diese Hormone zunehmen, können Beschwerden in verschiedenen Organen des Körpers auftreten. Die Symptome, die eine Schilddrüsenerkrankung verursachen kann, sind individuell sehr unterschiedlich. Sie hängen insbesondere davon ab, ob eine Überfunktion oder eine Unterfunktion der Schilddrüse vorliegt. In beiden Fällen funktioniert die Schilddrüse nicht richtig. Es besteht eine Schilddrüsenfehlfunktion. Das bedeutet, die Schilddrüse produziert entweder zu viel oder zu wenig Hormone. Wenn es zu einem Überschuss an Schilddrüsenhormonen, das heißt Hyperthyreose, es kommt, läuft der gesamte Körper ständig auf Hochtouren. Zum Beispiel sehr wichtig, Gewichtsverlust, plötzlich Gewichtsverlust mit starkes Hungergefühl und Durchfall. Andere Beschwerden, die sehr wichtig sind die Herzrhythmusstörungen oder der hohe Blutdruck. Und sehr wichtig auch ist die vergrößerte Schilddrüse. Ursachen der Schilddrüsenüberfunktion. Eine Schilddrüsenüberfunktion können verschiedene Krankheiten zugrunde liegen, die ganz unterschiedlich behandelt werden müssen. Beim Morbus Basedow produziert das Immunsystem Antikörper, die die Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen stimuliert. Funktionell autonome Knoten oder heiße Knoten produzieren unabhängig vom Regelkreis zu viel Schilddrüsenhormon. Auch wenn Schilddrüsenhormontabletten absichtlich oder unabsichtlich überdosiert werden, kommt es zu einer Überfunktion. Zum Beispiel, wenn der Patient ist mit Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert und er hat ein überdosiert genommen, dann kann eine Schilddrüse
Überfunktion einleitet oder ja, haben. Zusätzlich dazu gibt es auch noch andere seltene Erkrankungen, die ebenfalls zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen können. Und es ist die Entzündung der Schilddrüse. Es ist ein klinischer Notfall. Deswegen ist es sehr wichtig für unsere Prüfung. Es ist eine Schilddrüsenentzündung, wie ich habe gerade gesagt, Symptome einer thyreotoxischen Krise. Es ist, die Schilddrüsenentzündung heißt thyreotoxische Krise. Und die Symptome sind eine derartige Stoffwechselleistung verursacht hohes Fieber, sehr hohes Fieber, sowie schwere Tachykardie. Auch es kommt zu Übelkeit und zum Erbrechen. Der Patient ist dehydriert. Die Muskelschwache erfasst aus die körpernähe Muskulatur und den Schultergürtel. Der Pflegebedürftige wirkt desorientiert. Das Bewusstsein ist eingetrübt. Letztlich wird der Patient komatös. Deswegen es ist ein Notfall. Zur Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen gehört eine umfassende Anamnese. Die Anamnese bei Schilddrüsenüberfunktion sehr wichtig ist. Die Symptome-Anamnese klärt Fragestellungen bezüglich möglicher Gewichtsveränderung und Magen-Darm-Beschwerden, zum Beispiel Durchfall, Blähungen, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen oder auch in Bezug auf das Hitze, Kälteempfinden, Herzrasen, Unruhe, Müdigkeit, Schlaflosigkeit sowie Haut- und Haarveränderungen. In der Familienanamnese geht es vorrangig um Fragen, die Schilddrüsen- und Autoimmunerkrankungen innerhalb der Familie erfassen. Insbesondere Autoimmunerkrankungen treten familiär gehäuft auf. Es ist ein besonderer Begriff, da ich habe hier geschrieben Stressanamnese, aber weil ich möchte über diesen Begriff sprechen. Die Stressanamnese wiederum fragt nach dem gefühlten Stressniveau, nach dem Umgang mit äußeren Stressoren. Im Berufsalltag, Zeitdruck, Kollegen, Freunde, Lautstärke, mobile Erreichbarkeit, Familie und innere Stressoren auch. Zum Beispiel Anforderung an sich selbst, Leistungsdruck, Glaubenssätze, nicht Nein sagen können, gefallen wollen, sowie nach Maßnahmen und Strategien zur eigenen Stressbewältigung. Und dann körperliche Untersuchungen. Typisch für Erkrankungen der Schilddrüse sind Veränderungen der Organgröße und des Organvolumens. Man kann durch Palpation erfassen. Palpation oder Abtasten der Schilddrüse. Blutspiegel an TSH, freiem T3 und freiem T4 sowie eventuell die andere T3. Und am Ende Ultraschall wird verwendet, um die Vergrößerung oder Notchen der Schilddrüsen zu sehen. Zum Schluss Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion. Es ist nicht heilbar. Eine Therapie zielt daher auf die Minderung der Beschwerden ab. Es steht hierzu verschiedene Methoden zur Verfügung.
Wenn zum Beispiel Morbus Basedow ursächlich für die Schilddrüsenüberfunktion ist, werden die Betroffenen meist mit sogenannten Thyreostatika wie Thiamazol und Carbimazol behandelt. Diese Wirkstoffe hemmen die Bildung der Schilddrüsenhormone. Bei einer vorliegenden Schilddrüsenautonomie sind Thyreostatika für die Therapie jedoch nicht geeignet. Hier müssten die Medikamente dauerhaft eingenommen werden, was jedoch mit starken Nebenwirkungen einhergeht. Daher werden Patienten mit einer Schilddrüsenüberfunktion aufgrund einer Schilddrüsenautonomie mit einer Radiotherapie oder einer Operation behandelt. Diese Operation kann Teil- oder Ganzentfernung der Schilddrüse sein. Ernährungsumstellung bei Schilddrüsenüberfunktion vermeiden Sie Lebensmittel, die den Stoffwechsel weiter steigern, wie zum Beispiel koffeinhaltige Getränke oder Alkohol. Und achten Sie auch darauf, genügend Jod zu konsumieren. Genügend, aber nicht so viel. So, jetzt die Zusammenfassung. Eine Schilddrüsenerkrankung, die mit einer übermäßigen Produktion von Schilddrüsenhormonen T3 und T4 einhergeht, heißt Hyperthyreose. Im Prinzip verlieren Patienten Gewicht, haben hohen Blutdruck, sind nervös und leiden an Schlafstörungen. Die Überfunktion der Schilddrüse ist keine eigenständige Erkrankung, sondern vielmehr Symptome verschiedener Krankheiten wie Morbus Basedow, Schilddrüsenautonomie oder eine Schilddrüsenentzündung. Zur Diagnose wird eine Blutuntersuchung durchgeführt. Sie werden erhöhte Schilddrüsenhormonspiegel finden. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache. Manchmal kann man mit Medikamenten behandeln, manchmal sind eine Operation oder eine Radiotherapie notwendig. Manchmal reicht es auch, abzuwarten und die Schilddrüse in gewissen Abständen zu kontrollieren. Und zum Schluss kann es sein, dass Sie bei der Verordnung meines Hormonpflasters das Hormon verwechselt haben. Und hier auch können wir sehen, was ein Exophthalmos ist. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Noch Fragen? Aber bis morgen. Danke sehr.